Das sind die Teile, die ich bestellt habe und die der Christoph bestellt hat. Glaubt dieser Frau kein Wort, liebe Freunde. Wir haben heute 2 Pakete für euch von der Firma Leg im Übrigen. Ich wollte eigentlich ein bisschen schauen wegen Teilen für das Hochhaus, auf das ihr euch alle schon sehr freut. Und ich habe dann ein bisschen was gefunden. Naja, hin und her, ihr wisst schon. Habe dann Rita gefragt, brauchst du auch noch ein paar Teile? Sie hat sich dann meinen Laptop geschnappt und rausgekommen ist das hier. Ja, 1, 2. Wir haben fast 9000 Teile bestellt. Na gut, ein paar sind natürlich auch von mir, aber die meisten hat sie sich genommen und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch das mal ein bisschen, was wir heute hier so für euch eingekauft haben, da ihr ja immer dann auch wisst, was in nächster Zeit so in unserer Stadt passieren wird. Es sind jede Menge Steine für verschiedenste Projekte dabei. Deswegen würde ich sagen, wir warten gar nicht und reden nicht lange herum, sondern zeigen euch, was wir hier jetzt so vor uns aufgebaut haben. Das Highlight kommt natürlich bei uns immer am Anfang. Ich hätte es bis am Schluss aufgehoben. Es gibt andere Highlights auch noch, aber das muss ich euch zeigen, denn es haben alle schon so darauf gewartet. Wir haben Babyenten bestellt. Wir haben jetzt endlich einen Verkäufer gefunden, der Babyenten auf Lager hatte. Ihr wisst, wir brauchen Babyenten für unseren Park beim Teich. Und ich habe mir gedacht, wer weiß, vielleicht brauchen wir die woanders auch noch. Deswegen haben wir ein paar mehr bestellt. 10 Stück, ja, die sind gar nicht günstig. Ich glaube 1,50 pro Stück, die sind dafür neu. So süß. Die kommen von einem österreichischen Händler, das kleine Paket, und das große ist von einem tschechischen. Ja. Und ich würde sagen, Rita präsentiert uns jetzt mal, was hier alles so drinnen war bei dem Österreicher. Dann haben wir auch noch so einen lustigen Tiger bestellt. Ich weiß nicht, woher der ist. Der hat den Namen, lass mich mal sehen. Tigura ist, glaube ich, auch aus einer Orient Expedition Set-Geschichte. Da haben wir schon den Yeti wo stehen, der auch so eine ähnliche Jetzt fehlt Figur uns ist. nur mehr dieser rote Drache, dann haben wir alle. Ich weiß nicht, was wir mit dem machen, aber vielleicht wird das irgendeine Art Maskottchen irgendwo, den wir irgendwo hinstellen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht irgendwo auf einem Geschäft drauf als Logo. Dann haben wir noch ein paar Palmblätter, Die klassischen ein Palmenblätter. paar kleine Mädchenfiguren. Genau, also es ist relativ viel heute. Wir möchten euch da nicht zu viel Zeit stehlen, deswegen zeigen wir euch das heute alles ein bisschen schneller. 2 Emmets. Emmet kann man irgendwie nie genug haben. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben an die 20 Mal den guten Emmet und das ist dieser Typ, der, glaube ich, aus dieser neuen Tuning-Garage stammt. Aus diesem City-Set, wenn ich mich nicht täusche. Eise in Limegrün. Popsicles. Dann haben wir noch Dosen, ihr wisst, diese 1x1 rund bedruckten Fliesen, aus denen man dann Dosen machen kann. Getränkedosen, genau, die man dann ganz leicht mit so, wie wir immer sagen, mit so Röhrchen 1x1 in Getränkedosen verwandeln kann. Der Gewichtheber, ein den haben wir auch Strongman. schon. Genau, den haben wir schon, da steht im Vergnügungspark auf jeden Fall einer. Kann man nie genug haben. Endlich mal was für mich, Fensterscheiben fürs Hochhaus. Wir haben da auch übrigens noch andere Teile bestellt, die wir euch heute nicht zeigen können, aber das Projekt kommt jetzt in die Gänge. Eine silberne Krabbe. Für meinen Piratenpark. Und Lime Green, mittlerweile kenne ich die Farbe jetzt Da auch ist schon ein echter Profi. Solche Dots Teile. Ja, diese Corner, 1x1, Corner, Round, was auch immer Teils. Genau. Die fehlen uns noch bei diesem AFOL Designer Program Set, bei diesem Bike Set. Da Noch wird ja immer. das Logo so geschrieben mit denen hier und die sind sehr schwer zu bekommen. Jetzt haben wir sie endlich. Genau. Das war's aus dem ersten Paket, ja? Ja. Relativ teure Teile, es war ein relativ teurer Haul, aber Rita hat gesagt, sie kauft das, jetzt haben wir natürlich zugeschlagen, wir haben heute so wenig Teile wie noch nie eigentlich bei den Hauls in letzter Zeit, haben aber sehr viel Geld ausgegeben, weil der Teilepreis sehr hoch war, aber wir haben gesagt, wir investieren die Kohle, Weitere Krabben. Wir möchten unsere Stadt gerne besser machen und da brauchen wir Steine, das ist ganz klar. Ja. Die waren nicht so teuer, zum Beispiel rote Tassen. Ich glaube, die gibt es um 2 oder 3 Cent. Genau. Ihr habt nämlich die Idee gehabt, ich weiß noch nicht, ob die da reinkommen, die roten Tassen, aber bei unserem Hochhaus hattet ihr die Idee von einer Skybar. Und da brauchen wir dann natürlich, Getränke. Wo wir gerade beim Hochhaus sind, wir haben ein paar
so Fenster oder besser gesagt Türrahmen auch noch in Weiß bestellt, die natürlich zu den Fensterscheiben passen, die Rita euch gerade gezeigt hat. Dann haben wir solche Räder oder Lenkräder oder sowas bestellt. Die kann man einerseits für Kinderwegen nehmen als Räder, aber auch wieder für die Skybar haben wir uns gedacht, da kann man auch so coole Hocker draus machen, wo man dann die Füße abstellen kann. Das sind die unteren Teile. Und ein paar sind auch in Schwarz dabei, wenn ihr vielleicht genau geschaut habt. Die sind für unser Geheimprojekt, welches wir jetzt schon ein bisschen eingekauft haben von den Teilen her. Dann haben wir hier 2 Herzen drinnen. Aus denen möchte ich auch vielleicht noch irgendwas basteln. Ich habe mir gedacht, so etwas wie Pralinenschachteln. Mal schauen. Und das Gelbe wird eine Rutsche für meinen Park, hoffentlich. Genau, dann darf ich auch mal was zeigen. Jede Menge Platten in Weiß. Zum Glück keine davon vergilbt für die Balkons des Hochhauses. Ja. Genau. 6x12, 6x10 und 6x8. Also tolle Größen, die sind nicht billig, aber haben wir gerne gekauft. Dann einige Handys. Handys braucht man immer. Auch speziell bei den Minifiguren, denn da gibt es immer wieder einige, die sich wünschen, dass sie irgendwas fotografieren oder eben ein Handy haben. Deswegen brauchen wir es. Wir haben auch 2 Stethoskope bestellt. Ich glaube, die waren mal in Friends-Sets drinnen. Ich zeige sie euch genauer. Habe ich noch nie gesehen, aber sehen auf jeden Fall interessant aus. Vielleicht bei einem Friends-Krankenhaus. Und auch ich glaube, Otoskop heißt das, wo man in die Ohren reinschauen kann. Ihr kennt das, das leuchtet so. Und dann kann man in die Ohren... Oh, wo man so in die Ohren hineinleuchten kann. Das mag ich irgendwie gar nicht. Und da ist auch noch so eine Wahrsager-Glaskugel dabei. Die kommt auch in dieses geheime Projekt. Weiß nicht, ob ihr das Teil kennt. Ist relativ selten. Habe ich auch mal mitgenommen. Sehr gut. Dann kann ich euch präsentieren, wie könnte es anders sein. Immer wenn wir dort in Tschechien einkaufen, gibt es natürlich für uns jede Menge Fliesenteile. Dieses Mal in Dark Bluish Grey 5000, also 2500 pro Säckchen. Für unsere Gehsteige, da brauchen wir wieder jede Menge. Wieder Eis. Noch mehr Eis. Jetzt kommt der Sommer, Eben. Die warme Jahreszeit. Die Leute wollen Eis essen, das ist ganz klar. Dann haben wir noch, das gefällt mir extrem gut, so Unterteile für Minifiguren, aber Kleider. Habe ich Rita damit überrascht. Die hat sie nämlich übersehen beim Einkaufen und ich habe die dann noch hineingesnackt in den Warenkorb. Die sehen vorne so aus und das sind eben Kleider. Genau, ihr kennt sie. Und da haben wir auch 4 davon bestellt. Die sind bei Bricklink nämlich nicht bei den Legs gelistet, sondern das sind dekorierte Slopes, wenn ich mich nicht täusche, und die übersieht man dann gerne. Gibt es eigentlich auch nicht recht viele, muss man ganz ehrlich sagen. Mach du mal weiter. Aber die habe ich gerne genommen, weil die waren vom Preis her auch okay. Dann haben wir 2x3er Slopes in Weiß für unsere Winterlandschaft. Da gehen uns immer wieder die weißen Teile aus, damit wir den Berg und auch so das Schneegebilde noch ein bisschen authentischer gestalten können. Genauso 2x2er Bricks mit Pin. Das werdet ihr euch fragen, was macht ihr mit denen? Ja, die werden zur Unterfütterung gebraucht, das heißt, die bauen wir immer verkehrt rum rein, sodass der Pin auf die Innenseite schaut, und wenn das dann zugebaut ist, dann sieht man vom Pin nichts mehr. Mir bleibt direkt die Stimme weg heute bei diesem tollen Haul. Es ist wirklich einer der besten Hauls, den wir jemals gehabt haben, glaube ich. Dann haben wir 2x2 in Rund Reddish Brown für Bäume. Da hat der Verkäufer leider nur 40 Stück gehabt. Da werden nicht besonders viele Bäume rausgehen, aber nichtsdestotrotz. Dann solche Wedge Plates, ihr kennt sie, die haben glaube ich 0,7 Cent gekostet, auch noch für das Terraforming in dem Winterpark natürlich. Dann, wie Rita sie liebevoll nennt, Maiskolben in Gold. diese Cones in Gold. Die werden wir vielleicht für irgendeinen Zaun oder für irgendeine Verzierung auf einem Hausdach brauchen. Ich glaube, das sind über 400 oder 500 Stück, die waren auch extrem günstig. Oh, und jetzt kommt Rita wieder daher. Natürlich, wie könnte es anders sein? Doppelt und dreifach oftmals bestellt, aber das sind mal die verschiedenen Figuren, die wir bestellt haben. Wir brauchen Figuren. Oder, wie könnte es anders sein? Extrem cool finde ich ihn hier. Das ist so ein Grandpa mit einem Jogginganzug oder sowas. Finde ich sehr cool. Hatten wir eigentlich, glaube ich, so noch nicht in der Stadt. Oder habe ich übersehen? Ich weiß es nicht. Die sind welche, die wir schon haben, aber braucht man immer wieder. Kinder
und ein Mädchen. Dann hier diese Figur, die kannte ich auch nicht. Die hat irgendeinen speziellen Namen, jetzt ist er mal wieder entfallen, klar, was sonst. Aber das ist so eine, ja, eine junge Dame mit so einem Täschchen, das sie sich umgeschnallt hat. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch, sie hat da so ein Stirnband, also schaut echt cool aus. Dann eine Arbeiterin, gefällt mir auch sehr gut. Und hier ein paar normale quasi Figuren, die wir auch schon öfter in der Stadt haben. Und zum Beispiel auch die von Hidden Side. Die gefällt mir einfach extrem gut wegen der Kopfhörer. Ist das nicht Parker oder so? Ich weiß es gar nicht, wie sie heißt. Ja. Ich glaube schon. Haben wir einige Male, Ja. aber Und eine kann man nicht genug Mechanikerin. bekommen, genau. Eben, man braucht solche Und Figuren. wie Rita richtig gesagt hat, von den Figuren haben wir immer mehrere Ausfolgerungen gleich bestellt. Ihr fragt uns ja auch immer wieder, wo wir unsere ganzen Figuren herbekommen. Zum großen Teil eben von Bricklink. Schaut da immer mal wieder rein. Der Verkäufer, wo wir da öfters einkaufen, hat so ganz nette Stadtfiguren, die natürlich auch einfach in den City-Sets drinnen sind, zum Teil um ungefähr 1 Euro bis 1,50. Also da kann man dann schon zuschlagen. Rita zerlegt die dann meistens und baut sie anders wieder auf. Also man kann sowohl die Torsos als auch die Frisuren und so weiter für alles Mögliche hernehmen. Wie zum Beispiel für unser Einwohnerprojekt. Ganz richtig, da brauchen wir auf jeden Fall einige. Dann, ich bin gerade am Schauen, da haben wir nämlich noch eine zweite Figur auch noch. 2 aus der Minifiguren-Serie. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Einmal aus dem Serie 13, aus dieser Spooky Halloween-Serie, dieses fleischfressende Pflanzenmonster. Die haben wir schon. Haben wir schon und die haben wir, glaube ich, auch schon aus der Batman-Serie. Ich bin jetzt überfragt, wie die gute Dame heißt. Ihr könnt uns das sicher in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Die waren, glaube ich, beide bei ungefähr 1 Euro und da habe ich mir gedacht, die gibt es noch oben drauf, die kann man immer brauchen. Oh, Dann haben eigentlich wir Papageien. fast meine Lieblingstiere. Ich weiß nicht, diese Papageien, die habe ich früher in den alten Piratensets immer gehabt. Weiße und blau-gelbe Papageien. Ja, speziell der blau-weiße gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir, da wird schon langsam ein Durcheinander, dann haben wir so kleine Vogel und weiße Hühner. Die kleinen Vogel muss ich fast rausgeben, weil die sind Es fast ein wird bisschen sehr immer klein. interessanter, wirklich. Ich zeige euch jetzt in Ja, der mach das. Zwischenzeit noch was anderes. Wir haben, das ist in einer speziellen Blaufarbe, fragt mich jetzt nicht, welche Farbe das ist, 2x2 Macaroni-Teile und passend dazu obendrauf die gleiche Größe in Fliesen in Gold. Die werden dann natürlich passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Das werden Blumentröge oder ja, für Palmen, Töpfe, habe ich mir gedacht, 40-40, das heißt, wir bekommen da jeweils 10 raus. Bin ich auch schon gespannt, wie das Vielleicht aussieht. in der Innenstadt? Innenstadt, oder ich habe mir auch gedacht, vielleicht für deinen Vergnügungspark könnte das ganz gut Ach passen. ja, stimmt. Die Vögelchen. Hier die kleinen Vögelchen, ich meine, die finde ich ja sehr, sehr süß. Und die weißen Hühner. Also ich glaube, da lassen wir uns auch was einfallen. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht hat irgendwer oder sitzt irgendwo auf einem Balkon zum Beispiel so ein Vögelchen. Total cool, ja. Ja. Die sind nicht billig, diese kleinen Vögelchen, aber wir haben gesagt, wir kaufen uns die, weil die werten die Stadt einfach schon ein bisschen auf, oder was heißt ein bisschen sehr. Dann haben wir hier eine ganze Tüte mit allen möglichen Stühlen und Sesseln in verschiedensten Farben. Die brauchen wir auch immer wieder für Parkbänke, für diverse andere Sachen. Die kosten so, ich denke mal, zwischen 5 und 8 Cent pro Stück. Das ist eigentlich mehr als vertretbar. Dann haben wir noch ein paar solche Wedge Plates in Sand Blue. Die waren auch relativ günstig, habe ich mir gedacht, vielleicht für ein Gebäude, für das geheime Projekt vielleicht, wo wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Und solche, ja, das ist glaube ich auch ein Wedge, wenn ich mich nicht täusche, für einen Berg, wenn wir wieder mal einen bauen, da brauchen wir auch immer wieder Steine. 2 Stück in Dark Grey, das ist das alte Grau. Kann man natürlich auch brauchen. Dann, ich glaube, 40 Bistrotische in Schwarz. Rita hat ja gern solche Stehcafés und Bars, wo die Leute so im Stehen das Essen genießen. Die Sky Bar. Auch in der Bar natürlich. Ja klar, wie könnte ich das vergessen? Oh, und jetzt, wisst ihr, warum der Haul so teuer war? Rita hat die Figuren, oder besser gesagt, die Tiere gefunden dort. Genau. Also erstens mal Katzen. Katzen braucht man in der Stadt immer. Und dann haben wir noch andere Tiere und ihr werdet sehen, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wir möchten unseren Zoo erweitern. Und da habe ich mir gedacht, ein Flamingo-Gehege wäre doch mal was Cooles.
Oder vielleicht könnte der Flamingo auch zu die Krokodile rein. Wisst ihr, ob Krokodile Flamingos fressen? Keine Ahnung. Dann eher nicht, sonst ein eigenes Gehege. Dann haben wir noch Seepferdchen bestellt, ein Faultier. Das ist auch sehr, sehr, sehr süß, muss ich sagen. Das hängt dann irgendwo oben. Dann habe ich diesen Elefanten bestellt, weil ich mir gedacht habe, unsere Elefanten brauchen ein Baby. In Violett, bitte. Ja, ist ja auch ein Baby. Und dann noch ein Schwein. Also da haben wir, glaube ich, genau gesamt 3 bestellt von den Schweinen. Für den, nicht für den Zoo, sondern für die Farm. Genau. Ganz richtig, ja. Ja. Tiere also en masse. Dann auch für Ritas Skybar. 1x2er, die sieht man wahrscheinlich nicht gut, in Transclear. Das wird dort die Absperrung, das heißt, das wird wirklich so wie ein Endless Pool, wo es dann so hinuntergeht, wird das so ähnlich gemacht, dass man hier die Absperrung in durchsichtig hat. Das gehört auch noch zur Skybar. Das gehört auch noch zur Skybar. Ein ganzes Säckchen noch mit weiteren Flaschen, Gläsern, ja, in allen möglichen Farben, auch Kaffeetassen, in grüne Flaschen, durchsichtige Flaschen, also das wird auch zur Bar gestellt. Da soll es ja ein üppiges Angebot an allen möglichen Getränken geben. Ein Wunsch meiner Mutter für die Skybar. Sie liebt Lichterketten und deswegen hat sie gesagt, ja, vielleicht können wir auch Lichterketten integrieren und deswegen haben wir mal diese Ketten da oder diese Fäden mit diesen Steckern gekauft. Und da machen wir noch welche draus und dann schauen wir mal, wie das dann passt. Genau, da sind die weißen gar nicht mal so teuer. Die kommen, glaube ich, in relativ vielen Friends-Sets vor. Ich wollte eigentlich zuerst schwarze, aber die kosten über 1 Euro. Die weißen waren billiger. Wir haben sie gekauft, weil sie schöner aussehen. Weil Rita die weißen besser gefallen. Genau, dann haben wir 4x Kisten, vielleicht für die Piraten oder für sonst was, brauchen wir auch immer. Dann haben wir noch alle möglichen anderen Container. Da habe ich auch an die Bar gedacht. Ihr kennt die. Die werden ja für verschiedene Zwecke verwendet und 2x Unterteile von Schatzkisten in Tan. Hier sind übrigens auch diese Deckeln dabei, falls ihr die sehen könnt, in durchsichtig. Also das könnten ja auch Kühlschränke sein oder Geschirrspüler in der Skybar zum Beispiel. Dann habe ich noch Handtaschen bestellt. Die hier drüben waren extrem billig. Ich weiß gar nicht, wie viel sie gekostet haben, aber ich glaube ein paar Cent, wenn überhaupt. Und dann diese Handtaschen noch dazu und ich denke mir, man braucht einfach als Frau eine Handtasche und da haben wir eindeutig viel zu wenige, deswegen habe ich da ein paar davon bestellt. Ich glaube, gesamt sind es 8. Ja, so. Da werden die Handtaschenträger und Trägerinnen aufleben, wenn sie so tolle Handtaschen bekommen. 2x2 Jumper Plates in Braun. Habe ich eigentlich gekauft für die Bartheke. Ich habe mir gedacht, die Bartheke auf der Skybar wird braun und da braucht man natürlich Studs, damit man da die Gläser positionieren kann. Die waren dann auch preislich sehr interessant. Ich glaube nicht mal 2 Cent pro Stück. Jetzt habe ich da gleich ein bisschen mehr davon genommen. Dann haben wir, was auch ganz cool ist, ein paar so Radios. Kennt ihr vielleicht? In verschiedenen Farben. Schwarz, Grau und Pink. Das heißt, vielleicht im Park oder so, da sind wieder Jugendliche, die zu laut Musik hören. Da ist auch, übrigens auch noch ein Mikrofon mit dabei. Wir können leider nicht alles auspacken, sonst würde das Video 2 Stunden lang dauern. Ich hoffe, ihr seht das durch diese Blisterbags durch. Das zeige ich euch, weil das finde ich super interessant. Ich meine, die Pizza und den Pizzakarton kennt ihr sicher, aber kennt ihr auch die Spaghetti mit den Fleischbällchen? Habe ich noch nicht so oft gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich habe mir gedacht, damit es in unserer Pizzeria nicht nur Pizza gibt, sondern auch Pasta. Essen gibt es viel zu wenig, ja. Es ist bei jedem. Es gibt so viele Pizzarestaurants in unserer Stadt und bei jedem ist irgendwie nur ein Pärchen eine Pizza und die müssen sie sich teilen, weil Lidl da immer nur 1 oder 2 Pizzen hingibt, dann hat eines der Koch und fertig. Hier haben wir dasselbe dann, ich weiß nicht, vielleicht musst du die auch auspacken, in klein. Das sind alle möglichen, erstens mal auch Pizzaecken, dann 5 Euro-Münzen. Rita packt das aus. Ich zeige währenddessen die anderen Sachen her. Wir haben auch noch 2x2 Jumper Plates in Dark Bluish Grey für unsere Gehsteige. Da fehlen jetzt uns nur mehr die 1x1er. Die werden wir hoffentlich bald mal im Legoland bekommen, wenn es denn mal aufmacht. In der Fabrik gibt es die ja relativ günstig.
Dann haben wir ein paar Kameras. Manche unserer Bewohner sind ja auch leidenschaftliche Fotografen und wollen da mit Kameras ausgestattet sein. Dann ganz billig, ungefähr 1 Cent haben die nur gekostet, diese Trans Light Blue, wenn ich mich nicht täusche, Windschutzscheiben, die ganz klassischen, die kann man auch vielleicht für was anderes verwenden. Ich glaube 1 Cent oder 1,5. Dann Häken, brauche ich noch 1 oder 2 irgendwo hinten bei dem Güterbahnhof oder bei dem Hafen. Da fehlt irgendwo bei einem Set einer, habe ich gleich ein paar Ersatz bestellt. So, jetzt kommt Rita. Also erstens mal haben wir da ein Geld und dann haben wir wir haben Waffeln, Melone, verschiedene Kekse, Pizzastücke, ja alles was man halt so zum Essen braucht, haben wir hier gekauft. Und ich finde es einfach nett, wenn nicht alle nur, keine Ahnung, immer dasselbe essen, wie zum Beispiel eine Banane oder sowas, sondern verschiedene Sachen. Genau, und es sieht einfach so nett aus, wenn wir Leute in der Stadt stehen haben, die irgendwas tun oder irgendwas in der Hand halten. Wir haben, wie gesagt, jetzt viele Handys bestellt, Eiscreme, teilweise Blumen und auch Essen sollen die Leute natürlich tragen. Ich zeige euch dann noch was zu tun, weil irgendwas herzeigen. Ich habe noch was Cooles zum Essen. Ich zeige in der Zwischenzeit ein paar rote Kübel her oder Eimer, wie man ja auch auf Hochdeutsch sagt, mit goldenen Griffen und Henkeln. Die können ja auch überall stehen, vielleicht auch am Bauernhof oder sowas. Dann haben wir hier noch ein spezielles Teil, welches es noch nicht so lange gibt bei Lego. Das sind diese, ja, wie nennt man das überhaupt, diese Drehmechanismen. Ja, genau, zum Beispiel. Die kommen auch in unser geheimes Projekt. Die passen zum Beispiel da vorne auf einen Kaugummiautomat drauf, dass man mehr oder weniger eine Münze reinwirft, dann dreht man einmal und dann fällt unten der Kaugummi raus. Da sind die, glaube ich, her. Dann 2 Nexonites-Schilder. Ich weiß nicht, die haben mir irgendwie gefallen. Die haben auch nur, ich glaube, 6 oder 7 Cent pro Stück gekauft. Die kann man irgendwo als Werbetafel oder Reklame verwenden, die haben wir ganz gerne. Dann haben wir hier in Pearl Grey, da gibt es so tolle Farben zum Teil und die sind so günstig gewesen. Diese Futtertröge für die Tiere. Brauchen wir auf der Farm und aber auch im Zoo. Im Zoo, genau. Und auch für die Piraten, denke ich mir, könnte das ein oder andere... Ein Pirat braucht einen Futtertrog? Ja, nein, kein Futtertrog, sondern das kann ja auch irgendwie zum Tragen eines Schatzes verwendet werden. Da haben wir leider nur 5, er hat nur 5 gehabt, ich glaube um 4 Cent oder so. Da waren wir sofort dabei. Dann einmal 1er in ganz klein rund, Plates in 10 zum Aufwerten des Strandes und des Piratenteils. Jetzt kommt Rita wieder. Wir haben gekauft, ja, diese Teile, die man ja als verschiedenste Sachen verwenden kann, wie zum Beispiel für Eiscreme oder die weißen auch für Popcorn. Ja. Aber in Kombination mit diesen Teilen hier, diese grünen, keine Ahnung, Blätterdinger da, kann man was bauen, was super cool ist, nämlich Weintrauben. Ich habe das in den neuen Raya-Sets gesehen. Ja. Da kommen die vor und da liegen solche Weintrauben herum. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? Das heißt, unsere Einwohner werden jetzt dann Weintrauben auch essen. Ja, und nicht nur purpurfarbene, sondern auch grüne. Genau. Das finde ich auch toll und die weißen haben wir einfach genommen, weil wir noch ein paar mehr Leute haben wollen, die so eine Eiscreme essen oder vielleicht Popcorn oder sowas. Die kann man einfach auf einen 1x1er Stein, auf einen 1x1er Brick draufgeben, dann sieht das so aus, wie wenn derjenige eine Popcorn-Tüte in der Hand hätte. Gut, dann haben wir noch jede Menge Türen in Blau, durchsichtig. Also ich weiß gar nicht, warum ich die eigentlich bestellt habe, das kommt mir jetzt etwas komisch vor, dass wir da so viele haben, aber es wird schon stimmen. Ihr kennt sie. Und kann man ja auch beim Hochhaus verwenden. Genau, für die Balkone. Zum Beispiel fürs Hochhaus in den Balkonen, vielleicht sind sie dafür. Dieselben mit einem Druck drauf. Und zwar sind die vorgekommen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das ist Jims, das nicht die Poolhalle im Detektivbüro ist. Ich weiß es jetzt aber nicht, ich habe es jetzt vergessen. Sieht fast aus wie Tims. Ja, oder vielleicht Tims. Hat das Tim jetzt dann schon ein Geschäft. Das wird Tims, ja, das ist auch für unser geheimes Projekt übrigens. Sehr gut. Dann haben wir hier da solche grünen Ranken. Ihr kennt sie, kann man auch immer irgendwo gebrauchen. Grünzeug passt immer. Dann hat sich Rita entschlossen, noch jede Menge
bedruckte Fliesen zu kaufen. Die sind zum großen Teil aus Friendsets. Wir haben hier diese Stadtkarte und auf der Hinterseite seht ihr diese Notenbücher. Ich weiß nicht, für was für Sets die verwendet wurden. In 2x2 und 1x2, aber das sind auch so Sachen. Wir haben ja mehrere Musikanten in unserer Stadt aufgestellt. Auch bei der neuen Minifiguren-Serie gibt es ja den einen mit der Geige. Genau, die spielen da Geige und da braucht, ich weiß nicht, ob jeder seine Noten auswendig kennt, aber die brauchen da vielleicht Hilfe. Vielleicht beim Üben kennen wir es noch nicht auswendig. Hier sind auch noch ein paar bedruckte Fliesen, ein Ticket. Ticket brauchen wir extrem viel im Vergnügungspark. Dann haben wir ein Lego-Set, eine Postkarte haben wir uns hier gedacht bei dem I Love Heart Lake City und so eine Karte von einem Park. Karte von einem Park, wieso nicht? Kann man immer brauchen. Hier können wir auch hineinschauen, das sind diese beliebten Mauerteile, die wir sehr oft brauchen in Dark Tan. 1x2, ich glaube insgesamt 500 Stück. Die haben wir relativ viel gebraucht in letzter Zeit für Zäune und auch natürlich für die Fischstäbchenfabrik. Stimmt, wollte ich gerade sagen. Bei dem Verkäufer, wo wir da immer einkaufen, kriegt man dann Rabatte, wenn man ein bisschen mehr nimmt. Also die waren eigentlich relativ günstig. Dann noch durchsichtige Paneele. 2x3 habe ich mir gedacht, die kann man auch immer brauchen. Wie gesagt, wir kaufen da auch immer wieder viele Teile einfach so ein, ohne dass wir jetzt einen direkten Nutzen dafür haben, weil irgendwann braucht man die und dann ist man froh, wenn man sie hat. Eben. Genau dasselbe ist mit dieser Front von einem Passagierzug. Ich glaube, das ist die 60051. Ich habe mir gedacht, das ist von einem Flieger. 60 Cent gekostet. Nein, das ist das von dem Zug. Viele von euch wollen ja ein Zugmuseum oder eine Zugfabrik haben. Vielleicht lässt sich das Teil dann dort irgendwo ermöglichen. Dann haben wir noch, Rita zeigt es euch, das ist im diese Zaunteile in Gold, die kommen auch zum geheimen Projekt. Jetzt wird es schon immer spannender. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt offenbaren oder nicht? Ich weiß nicht, wir haben noch nicht alle Teile beisammen. Dann diese großen Fensterpaneele, 6x5. Wir wollen nämlich unser kleines Museum, oder besser gesagt die 2 City-Museen, die wir haben, in der Innenstadt etwas erweitern. Da haben wir sogar noch ein bisschen Platz gelassen. Zeigen wir euch demnächst. Dasselbe haben wir dann hier mit diesen 2x6, wenn ich mich nicht täusche, oder 2x5, ich weiß es jetzt gar nicht. 2x5 müssen das sein, durchsichtig. Das sind so Schaufenster-Geschichten, die sind auch super. Und dann haben wir nicht mehr viel. Wir haben dann noch durchsichtige Fensterscheiben. Die sieht man fast nicht, weil sie durchsichtig sind. Könnt ihr Rita sehen. Auch für das geheime Projekt. Passend dazu, und dann sind wir fast am Ende, zuerst noch jede Menge tanfarbene Tür- oder Fensterrahmen, auch sogar solche Eckfenster oder Ecktüren. Und in einer anderen Farbe, und ich weiß die Farbe auswendig, es ist Sand Blue. Genau, wir haben vor, jetzt in der nächsten Zeit, ich weiß, ihr sagt jetzt bestimmt, ihr fängt ein Projekt nach dem anderen an, ohne was fertig zu machen. Wir haben aber eine Idee gehabt für ein zukünftiges Projekt. Und ich habe da mal geschaut, das wird ein Gebäude werden, also alles, was ich jetzt gesagt habe, dass das in diesem geheimen Projekt vorkommt, diese Teile habe ich dafür jetzt schon mal eingekauft. Wir haben geschaut, es wird ein Gebäude werden und wir wollten es in einer nicht alltäglichen Farbe machen, das heißt nicht weiß oder nicht schwarz. Es ist ein Gebäude, was wir noch nicht haben. Genau, und wir haben dann geschaut und ich habe zuerst eigentlich Tan vorgehabt. Ich habe mir dann gedacht, wir haben schon ein paar Gebäude in Tan. Dann habe ich gesehen, dass der Verkäufer alle seine Sand Blue Teile um 80% ermäßigt hergibt. Das heißt, hier sind 1x4 und 1x6 Bricks drinnen. Die waren, wie gesagt, um 80% ermäßigt. Dann haben wir uns entschieden, wir machen das Gebäude in Sand Blue. Und dasselbe haben wir auch mit 1x2 mit diesem geriffelten Muster vorne und hinten drauf, die ich ganz toll finde. Und ich weiß nicht, sollen wir es ankündigen? Wir planen, nachdem wir das Hochhaus fertig gemacht haben, nachdem wir vielleicht den Zoo fertig gemacht haben, je nachdem, wie es uns auch freut. Ninjago City ist natürlich ein Projekt, aber irgendwann... Wir fahren gerne nach Italien mit dem Wohnmobil und in Italien in solchen Strandorten. Was gibt's da? Was gibt's da? Es wird eine Spielhalle werden. Und wir haben uns da ein paar tolle Projekte im Internet angesehen, haben uns da ein bisschen inspirieren lassen. Es gibt Ideas-Vorschläge, es gibt Pinterest, Bilder. Wir möchten uns da unsere eigene Arcade bauen, da wir beide sehr große Videospiele-Fans sind.
Und wir haben uns da gedacht, wir kaufen jetzt mal ein paar Steine ein, dass wir so das Gebäude, wir haben schon ungefähr einen Plan, wie wir das Gebäude aufziehen werden. Und wir möchten uns dann, wenn wir dann mal Zeit haben, eben ansehen, was wir da an Einrichtungen hineinbauen. Rita möchte gerne im Erdgeschoss vielleicht eine Pizzeria haben und dann erst im ersten Stock die Spielautomaten. Man wird ja auch hungrig. Genau. Aber falls ihr Ideen habt, falls ihr schon mal irgendeine coole Arcade gesehen habt oder selbst eine gebaut habt, je nachdem, oder vielleicht auch nur so quasi solche Automaten oder sonstiges gebaut habt, gerne schickt sie uns auch gerne. Und wir lassen uns gerne inspirieren und ihr habt immer die besten Ideen, muss ich sagen. Deswegen. Ganz genau, ja. Also Kommentare es oder kommt per Nachricht. Richtig, ganz richtig. Da sind wir auf euch angewiesen in mancherlei Natur, weil ihr da so tolle Vorschläge habt. Ja. Wie gesagt, jetzt wird als erstes jetzt mal das Hochhaus kommen. Da habe ich auch schon Teile bestellt, sogar den Großteil der Teile. Das sind jetzt nur die restlichen, die uns noch gefehlt haben. Aber das Paket haben wir in Thailand bestellt, auf Bricklink. Und da dauert das mit dem Versand und mit dem Ganzen noch ein bisschen. Also das können wir euch noch nicht zeigen. Aber wenn wir da was Vorzeigbares haben, dann auf jeden Fall. Das wird das sogenannte Balkonprojekt, weil wir dann ja alle Balkone auch bevölkern wollen. Da haben wir auch ganz tolle Vorschläge von euch bekommen. Oh ja. Das wird der Wahnsinn. Und ja, das andere ist zum Teil für das Winterdorf, Ninjago, Zoo, Piratenlagune, diverse andere Kleinigkeiten, wo wir schon die längste Zeit Teile brauchen, aber nie welche gehabt haben. Es war dieser Haul vom Teilepreis, glaube ich, mit Abstand der teuerste. Danke. Weil natürlich so viele kleine bedruckte Teile dabei sind, so viele Tiere, so viel Krimskrams. Das letzte Mal haben wir ja tonnenweise Fliesen gehabt, die günstig sind. Jetzt haben wir auch wieder andere Teile bestellt. Aber wir haben uns gedacht, was bringt das, wenn wir tausende Fliesen in die Stadt reinballern und irgendwie fehlt es da und dort noch an Qualität und Finesse. Wir wollen da ein bisschen weiter noch in die Tiefe gehen, dass alles noch lebendiger wird und schöner wird. Und ihr schreibt uns da so tolle Vorschläge und habt uns auch in gewisser Hinsicht mit diesem Figurenprojekt wieder auf neue Ideen gebracht. Oh, ja. Natürlich, wir schauen da immer sehr gerne rein und freuen uns. Und ja, ihr seht jede Menge Teile für die Skybar, für Balkone. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ja, ich würde sagen, wir werden jetzt dann losstarten und das noch weiter sortieren, so dass es für uns passt, damit wir das nächste Mal dann gleich unsere Projekte umsetzen können. Und falls ihr Ideen habt, egal zu was, egal zum Zoo, eben essen Krokodile Flamingos, ich weiß es nicht, kann man die zusammengeben. Dann schreibt es auch eine Babyente dazugeben, aber die wird wahrscheinlich nicht lange überleben dort. Nein, nicht. Aber vielleicht mit den anderen Tieren, wie wir das irgendwie kombinieren können, das wäre ganz cool. Und dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Wir setzen das gerne um und freuen uns immer sehr. Und ja, in dem Sinne... Oder auch wenn ihr einen Vorschlag habt, wo wir den Typen hingeben können, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr irgendwas, bitte nur her damit. Ja, ich habe da nämlich keinen Plan. Deswegen schreibt es uns in die Kommentare und baut auch ihr was Schönes, vielleicht auch irgendeine Spielhalle, man weiß es nicht. Oder eine Eisenbahn, könnte sein. Oh. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Ganz richtig. Macht's gut, Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschüssi. Tschüssi.